Und wir sagen, hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir haben hier vom Bosch Professional alle 18 Volt Bohrhammer, die es aktuell auf dem Markt gibt, und die wollen wir heute testen. Erst einmal, wie schnell bohren sie dann eigentlich, und vor allem auch wollen wir uns das Thema Absaugung mal angucken. Hier Bohrsauger, Absauganlagen, universelle Absauganlagen und so weiter und so fort. All das heute im Test. Wir haben hier heute also das komplette Line-Up von Bosch auf dem Tisch. Vom kleinsten, vom 18 VLI bis zum größten, unserem hier 45C, alles an Bord. Wir haben hier in Summe 10 verschiedene Geräte und wir werden uns heute mal die 10 verschiedenen Geräte anschauen, beziehungsweise werden die 10 verschiedenen Geräte mal beim Bohren testen. Wer hat dann wie viel Kraft und wie schnell ist er dann im Material versunken? Zusätzlich wollen wir auch noch mal das Thema Absaugung ausprobieren. Und falls ihr euch übrigens fragt, warum das Video heute so kurz ist, wir werden uns nicht die einzelnen Geräte noch im Detail angucken. Das habe ich ja schon mal gemacht. Das Video dazu verlinke ich dir mal hier oben. Da hast du jedes einzelne Gerät noch mal im Detail vorgestellt und vor allem auch, was sind die Unterschiede zwischen den Geräten. Und ich habe dir auch gesagt, welches Gerät ich dir persönlich empfehlen würde oder welche dieser Geräte ich dir für welche Anwendung empfehle. Und jetzt machen wir Folgendes. Ja? Wir haben jetzt ja vom kleinsten Gerät, von dem hier, bis zum größten, ist die Frage, wie schnell sind Sie denn beim Bohren? Ja, also wie schnell sind Sie, beziehungsweise wie viel Fortschritt haben wir denn? Denn wir haben hier beim kleinsten nur 1 Joule Schlagenergie, also wie viel Energie schafft es das Gerät, das nach vorne zu bringen? Nur 1 Joule, wohingegen wir hier zum Beispiel schon 3,4 Joule haben oder hier hinten 12 Joule. Und da ist natürlich so, dass es mit zunehmender Kraft umso schneller ins Material auch reingehen sollte. Und deswegen machen wir Folgendes: Wir nehmen einen Kalksandstein, also schon ein etwas festeres Material. Übrigens aus einem bestimmten Grund auch Kalksandstein, weil es ein definiertes Material ist. Ich könnte jetzt auch einen Betonblock nehmen, aber da kommt immer darauf an, welche Zusammensetzung ich habe. Habe ich gerade einen Kiesel, habe ich gerade eher Beton, und dementsprechend würde es mal schneller, mal langsamer gehen. Hier nehme ich jetzt Kalksandstein und werde Folgendes machen. Wir nehmen das Gerät, setzen es auf den Kalksandstein an und lassen es mit dem eigenen Gewicht nach unten treiben. Das heißt, wir werden nicht drücken, sondern mit das eigene Gewicht muss das entsprechend dann regeln und mal gucken, wie schnell wir dann sind. Dazu nehmen wir hier so einen kleinen Bohrer, und zwar einen 12er, und gucken mal, wie es läuft. Ja, ich glaube, das war ein Satz mit X. Wir haben zwar bis zum 28er ohne Probleme hinbekommen, aber jetzt hier bei dem war einfach mal Schluss. Wir haben ja hier 5,8 Joule bei dem 34er
und wir haben das Problem, der Stein gibt immer nach. Wir müssen uns wirklich mal für einen anderen Test anderes Material besorgen, vielleicht auch mal wirklich Betonblöcke selber gießen, um sowas wunderschön mal selbst machen zu können. Der Kalksandstein hat es hier einfach nicht gehalten. Wir haben verschiedene Tests nochmal gemacht. Funktioniert nicht. Und wir werden es auch mit den beiden das nicht testen, weil wir haben hier 5,8 Joule, hier haben wir 7 Joule, hier haben wir 12,5 Joule beim 45er. Das macht keinen Sinn. Und ihr könnt euch selber überlegen, natürlich würde es wesentlich schneller ins Material reingehen. Ich glaube, der 45er hier mit einem 12er Bohrer, das wird in 3 Sekunden wird er wahrscheinlich drin sein, wenn man noch ein bisschen Druck ausübt. Aber jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Und zwar hier blende ich dir mal die Ergebnisse ein. Hier hast du mal so eine kleine Tabelle und da siehst du, wie die Geräte entsprechend abgeschnitten haben. Und du siehst natürlich, dass es entsprechend der Kraft der Geräte immer mehr zunimmt quasi oder abnimmt die Zeit. Und dementsprechend ist es so, dass du natürlich logischerweise dir überlegen kannst oder auch gesehen hast, dass die Geräte, zum Beispiel hier der 28er, den wir hier haben, war von denen, die wir getestet haben, mit 11 Sekunden der schnellste. Ich glaube, so knapp unter 11 Sekunden habt ihr ja gerade gesehen. Und natürlich war der hier am langsamsten. Hier hat das Gewicht der einzelnen Geräte natürlich auch ein bisschen eine Rolle gespielt, aber im Wesentlichen siehst du, wie gut du hier vorankommst. Und natürlich ist es so, dass je mehr Joule ein Gerät hat, umso mehr kommst du auch, umso leichter kommst du auch durchs Material. Wenn du übrigens alle technischen Daten haben möchtest von den Geräten, die wir hier stehen haben, dann verlinke ich dir mal die entsprechende Datentabelle hier oben, ja, und auch unten in der Videobeschreibung. Genauso wie, falls du dich für die Geräte interessierst, verlinke ich dir auch mal unten den ehrlichen Preisvergleich in der Videobeschreibung. Da sind immer alle Geräte vertreten, wie zum Beispiel der 28er für rund 280 € oder der 45er für rund 600 € oder der 21er hier für 130 €. Preis-Leistungstipp. Auf jeden Fall, wobei stimmt nicht, das ist ein 21er. Naja, sehen sich so ähnlich. Ja, alles in der Videobeschreibung und ich habe eine Bitte an euch und zwar geht bitte in den Werkzeugvergleich, wo ihr euch alle Daten anschauen könnt. Da könnt ihr mich auch abstimmen. Da könnt ihr abstimmen, welches euer Lieblingsgerät ist, für welches Gerät ihr euch entscheiden würdet und da seht ihr auch, was alle anderen gesagt haben und dann siehst du mal so, was so der beliebteste Bohrhammer von Bosch ist, zumindest bei den Zuschauern. Jetzt gucken wir uns das nächste Thema an, nämlich das Thema Absaugung. Denn du kannst die Geräte auf verschiedenste Art und Weisen absaugen und deswegen machen wir jetzt mal einen kleinen Test. Ich fange jetzt mal an mit dem GBH 18V28DC und zwar mit seiner eigenen passiven Absaugung. Jetzt schauen wir mal, wie gesagt, eine passive Absaugung, nur durch das Gerät wird das Ganze hier abgesaugt. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert und ob da wirklich nichts mehr runterrieselt. Wir haben gesehen, das war komplett staubfrei, da ist nicht ein Fitzel nach unten gefallen. Das ist schon echt gut. Kommen wir zur nächsten Möglichkeit, Saugbohrer. Das heißt, wir haben hier, ich lege den mal kurz ab, das heißt, wir haben hier vorne Löcher in dem Bohrer und er saugt durch den Schaft das Ganze hier nach unten ab. Das ist eigentlich eine sehr interessante Sache. Das heißt, dass ihr auch bei tieferen Löchern im Bohrloch absaugt. Ja, das hat einen riesengroßen Vorteil, dass wirklich das Bohrloch sauber bleibt und dementsprechend dort dann auch nachgearbeitet werden kann. Je nachdem, was ihr dann mit dem Loch vorhabt, ist es dann schon mal gereinigt und ihr müsst es nicht nach auspusten und nochmal aussaugen. Bin gespannt, wie viel da jetzt entsteht. Nämlich hier unten kommt der Sauger einfach ran und dann geht's los. Was haben wir gesehen, wie es erwartungsgemäß natürlich klar ist? Am Anfang ist es so, dass auch Material abgetragen wird und das entsprechend auch drumherum verteilt wird. Aber sobald man ins Material eingetaucht ist, wird wirklich fast alles abgesaugt und das Bohrloch ist wirklich komplett auch sauber geblieben. Finde ich super erstaunlich, vor allem wenn ihr sehr tiefe Löcher bohrt, ist sowas wirklich ein echter Problemlöser. Jetzt haben wir hier den GDE 16 Plus auf dem Bohrhammer und das ist eine Universalabsaugung. Ja? Das heißt, dieses Teil, was wir hier haben, passt auf so ziemlich jedem der Bohrhammer, zeige ich euch gleich nochmal, wo es überall passt und damit könnt ihr entsprechend auch absaugen und habt hier noch eine noch universellere Lösung und habt hier vor allem auch eine punktgenaue Absaugung genau an der Stelle. Übrigens, wie du siehst hier, Schlauch ran und dann hier geht es auch schon los.
Du hast gesehen, sehr punktuell abgesaugt und es hat wunderbar funktioniert. Für 60 € eine echt tolle Lösung. Kommen wir zur nächsten Sache, und zwar der GDE 68. Komplett passiv kannst du mit jedem Bohrer ausprobieren, beziehungsweise mit jeder Maschine machen. Kannst du mit Makita, Einhell oder sonst was ausprobieren und kannst damit entsprechend absaugen. Das Ganze wird hier aufgesetzt, saugt sich fest und bleibt dann auch an der Stelle. Du brauchst nicht mehr irgendwie rumhantieren mit einer ganzen Sache. Du kannst jetzt hier den Bohrer einsetzen und bohren, alles wird abgesaugt. Super Lösung und vor allem universell. Kostet nur knapp unter 40 €. Übrigens habe ich hier unten auch nochmal verlinkt, ja, wie vorhin schon gesagt. Und das Einzige, was du brauchst, ist natürlich ein Staubsauger. Hier ein Bosch Gas A35 mit dem entsprechenden Adapter hier. So, wir setzen das hier mal ein. Und schaut mal von der anderen Seite, sieht das Ganze so aus. Und zwar habt ihr hier sehr, sehr weiches Gummi hier, was sich hier an die Wand anschmiegt. Das klappt übrigens auch mit rauen Umgebungen, ja, und hält das Ganze hier wirklich dran fest. Hier ist der Bohrer und da unten dann, hier wird alles abgesaugt. Und jetzt probieren wir es einfach mal an oder aus, wie es hält an der Wand. Auch hier habt ihr gesehen, dass hier annähernd kein Staub hier austritt. Vor allem erstmal hier in diese Richtung tritt nichts aus, weil es ja auch von den Bürsten ja sehr gut zurückgehalten wird. Und auch nach unten fällt nichts zurück. Und vor allem, ihr habt die Hand frei. Ja? Das ist ja super, weil niemand möchte hier mit dem Staubsauger unten irgendwie so zusammen da stehen. Und ich weiß ganz genau, ihr kennt das, ihr habt das auch schon mal gemacht und ihr wollt das nicht nochmal machen. Dafür hier eine einfache Lösung. Vor allem, es hält wirklich von selbst und macht seinen Dienst. Du hast gesehen, es gibt wirklich wunderbare Lösungen als Absaugung und wir gehen noch mal ganz kurz durch. Ich habe dir bei den großen hier, bei den dreien, gibt es nur eine Möglichkeit, die abzusaugen, und zwar das sind diese hier. Das sind diese Absaugadapter, die sich selbstständig an der Wand festhalten und dann entsprechend hier oder da auch mit großen Bohrkronen entsprechend ein Absaugergebnis erzeugen. Und du hast eine Hand frei und kannst wunderbar arbeiten, ohne dass Staub und Dreck nach unten rieselt oder in den Raum noch reinkommt. Denn der Vorteil ist nämlich auch, wenn du jetzt hier den passenden Bohrer auch hast, ja, dass hier annähernd nichts an Staub hier nach vorne kommt. Das ist jedenfalls eine Lösung, vor allem für diese Geräte, aber auch universell für alle Geräte hier nutzbar. Ja. Geht wunderbar, funktioniert wunderbar, ist eine tolle Sache. Und nochmal hier, wir sind hier im Bereich bei unter 40 €. Ja, unter 40 €. Und mal unter uns, wenn du nicht den passenden Sauger hast, ja, ergo vom Bosch den passenden Sauger, der hier rankommt, also du wirst ja schon auch irgendwas anderes rangefummelt kriegen. Ja. Es gibt keine Ausrede mehr, keine Absaugung zu nutzen. Ja. Insofern das hier Nummer 1. Oder hier als große Lösung, hatten wir ja gerade. Dann hatten wir noch eine zweite Sache, und zwar gibt es die Spezialabsaugung, wie die hier für den 28er. Ja, hatte ich dir hier gezeigt, hier unten drunter. Und du hast übrigens gesehen, das ist eine passive Absaugung. Das heißt, wir haben hier diese Öffnung und hier unten haben wir auch diese Öffnung und darüber funktioniert es, dass wirklich hier eine Turbine erzeugt wird oder durch eine Turbinenbewegung ein Unterdruck erzeugt wird, der hier das Ganze absaugt. Echt Wahnsinn, oder? Und wir sehen das hier, vielleicht kriegt die Kamera auch drauf. Hier sehen wir den ganzen Staub, ja, hier drin. Erstaunlich, oder? Funktioniert super, ja, hier auch mit entsprechendem Filter und allem drum und dran. Toll. Das Ganze gibt es für 60 €. Übrigens nochmal, falls dich das interessiert, unten in der Videobeschreibung alles verlinkt. Ja. Dann haben wir hier zum Beispiel beim 26er, beim GBH 18V26F, haben wir auch eine aktive Absaugung. Moment. Hier, das ist die Absaugung, die können wir hier einfach unten dran stecken. Und hier haben wir sogar einen ganzen Sauger drin. Hört mal. Ja. Ich habe sie jetzt nicht ausprobiert, weil sie genauso gut funktionieren würde wie die andere und jetzt keinen Mehrwert gebracht hätte. Ja. Auch interessant, aber das geht jeweils nur an genau diesem Gerät. Und da hat Bosch sich wahrscheinlich gedacht, ach komm, machen wir noch was Universelles und hat hier den GDE 16 Plus rausgebracht. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber das Interessante ist ja wirklich, du kannst hier diesen Bohrhammer nehmen, alles unter dem 28er, ja, 28, 26, 26, 21, 20, VEC und so weiter, kannst du komplett nehmen und kannst damit entsprechend arbeiten. Ja? Also wir können jetzt auch zum Beispiel an den Bohrhammer hier den Griff abmachen, ran, hier entsprechend ran und kannst das Ganze
so hier ran und kannst das Ganze absaugen. Erstaunlich. Und ich finde es super, dass hier auch so ein Systemgedanke hergestellt wurde und du wirklich das Ganze absaugen kannst und dafür sorgen kannst, dass egal welchen du nimmst, das wunderbar funktioniert. Und als letztes haben wir das hier gesehen, und zwar Saugbohrer. Und Saugbohrer sind wirklich für mich eine ganz tolle Sache, weil ich kannte das wirklich früher nicht und habe sowas auch nicht benutzt, nicht gekannt und habe dementsprechend ohne so etwas gearbeitet. Und gerade bei sehr tiefen Löchern ist es so, dass das wirklich ich sag mal, ist ein Game Changer, dass du bohrst und die Wand immer weiter rein. Ja, und dann würde hier der ganze Dreck rausrieseln, die ganze Zeit rausrieseln. Du nimmst es raus und hast hier eventuell immer noch sehr, sehr viel Staub im Loch mit drin. Und wenn du dann zum Beispiel mit mit Schrauben arbeitest, die ein eigenes Gewinde reinschrauben in das Beton, wie zum Beispiel von Heco Multimontis, ja, dann ist es so, dass du teilweise zu Problemen kommen kann, weil du den Staub immer weiter vor dir her drehst und schiebst. Und dann kommst du nicht ganz rein. Genauso wie du zum Beispiel auch einige Kleblösungen so nicht ausprobieren kannst und nicht benutzen kannst, weil so viel Dreck noch drin ist. Das hast du hier bei dem nicht. Rein, das Ganze wird abgesaugt, wunderbar, und schon hast du das Problem nicht mehr. Ja? Das sind hier diese Saugbohrer. Du siehst also, es gibt jede Menge Möglichkeiten. Du siehst auch, die Geräte hier funktionieren wunderbar. Wenn du sagst, wir sollen nochmal spezielle, besondere Tests machen, ich habe jetzt heute nur so ein bisschen angeteasert, ja, dann schreib es bitte mal unten in die Kommentare, weil dann würde ich das gerne auch nochmal nachlegen. Wir haben schon überlegt, ob wir uns einen großen Betonblock machen für euch, wo wir dann eure Wünsche und Ideen dann daran ausprobieren. Für heute muss das erstmal reichen. Ich glaube, ich habe Lust, nachher nochmal wahrscheinlich ein ganzes Haus abzureißen mit dem 45er. Aber jetzt erstmal ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.